Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das wirklich jeden betrifft: Arbeitszeiten und Pausen. Wir reden darüber, wie lange man arbeitet, wann man Feierabend macht und warum Pausen so wichtig sind. Wenn euch solche Gespräche helfen, Deutsch im Alltag besser zu verstehen, dann abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neue Folge verpasst. Genau, viele von uns verbringen jeden Tag viele Stunden bei der Arbeit. Und manchmal merkt man gar nicht, wie schnell der Tag vergeht. Ich finde, das Thema Arbeitszeit sagt sehr viel über das Leben in Deutschland, wie Menschen hier arbeiten, wie sie ihre Zeit planen und wie wichtig ihnen Freizeit ist. Stimmt, in Deutschland ist es ja ganz normal, dass man ziemlich pünktlich arbeitet. Viele fangen zum Beispiel um 8 oder 9 Uhr an. Ich persönlich beginne lieber etwas früher, dann bin ich am Nachmittag früher fertig. Und du, Lukas, wann fängst du normalerweise an zu arbeiten? Bei mir ist es meistens um 9 Uhr. Ich trinke vorher noch in Ruhe meinen Kaffee und fahre dann los. Ich brauche morgens einfach ein bisschen Zeit, um wach zu werden. Aber ich kenne auch viele Leute, die schon um 6 Uhr im Büro sitzen. Das wäre für mich unmöglich. Ja, so früh könnte ich auch nicht, aber ich finde es interessant, dass die Arbeitszeiten hier sehr geregelt sind. In meiner Firma haben wir feste Stunden von 8 bis 17 Uhr und dazwischen natürlich eine Mittagspause. Ich finde das eigentlich ganz angenehm, weil man weiß, wann man wirklich Feierabend hat. Das stimmt. Viele Firmen achten darauf, dass man nicht zu viel arbeitet. Aber es gibt natürlich auch Berufe, wo man länger bleiben muss, wenn viel los ist, zum Beispiel im Krankenhaus oder in der Gastronomie. Da kann der Arbeitstag schon mal 10 oder 12 Stunden dauern. Ja, das habe ich auch erlebt, als ich in einem Restaurant gearbeitet habe. Da war der Feierabend manchmal erst nach Mitternacht. Das war anstrengend, aber irgendwie auch spannend, weil man immer mit Menschen zu tun hatte. Trotzdem, ich glaube, regelmäßige Arbeitszeiten sind für die meisten Menschen besser. Man kann dann sein Leben besser planen. Ganz genau. Ich merke auch, wie wichtig ein klarer Rhythmus ist. Wenn man jeden Tag ungefähr zur gleichen Zeit arbeitet, schläft und isst, fühlt man sich viel ausgeglichener. Und Pausen gehören natürlich auch dazu. Ohne Pausen wird man schnell müde und unkonzentriert. Ja, das stimmt total. Ich merke das immer, wenn ich zu lange am Computer sitze. Dann brauche ich einfach 5 Minuten frische Luft oder einen kurzen Spaziergang. Danach arbeite ich viel besser weiter. Ich glaube, das geht vielen so. Manchmal denkt man, man hat keine Zeit für eine Pause, aber am Ende ist man dann langsamer. Deshalb sind kurze Pausen eigentlich kein Zeitverlust, sondern eine Investition in die eigene Energie. Das hast du schön gesagt. Ich finde auch, dass eine gute Balance zwischen Arbeit und Erholung super wichtig ist. Wenn man das schafft, ist man nicht nur produktiver, sondern auch glücklicher. Absolut. Es ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich Menschen mit ihrer Arbeitszeit umgehen. Manche arbeiten lieber länger, um mehr zu verdienen, andere wollen einfach nur genug Zeit für sich und ihre Familie haben. Genau. Und da kommt auch das Thema Überstunden ins Spiel. Viele Leute machen sie regelmäßig, andere versuchen sie zu vermeiden. Ich glaube, da gibt es große Unterschiede, je nach Beruf und persönlicher Einstellung. Da hast du recht. Und es gibt ja auch verschiedene Regeln, wie Überstunden ausgeglichen werden, entweder mit Geld oder mit Freizeit. Das ist ein spannendes Thema, über das man viel diskutieren kann. Ja, besonders weil es auch mit Stress und Erholung zu tun hat. Aber das ist schon eine etwas tiefere Frage, warum Menschen so viel arbeiten und wann genug einfach genug ist.
Da hast du vollkommen recht, denn am Ende geht es ja nicht nur um Zeit, sondern um Lebensqualität. Weißt du, Anna, ich habe früher oft Überstunden gemacht. Damals dachte ich, das gehört einfach dazu, wenn man seinen Job gut machen will. Ich wollte immer alles fertig haben, bevor ich nach Hause gehe. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das auf Dauer echt anstrengend ist. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich kenne das auch. Man denkt, man schafft heute noch schnell alles und plötzlich ist es 2 Stunden später als geplant. Ich finde, in Deutschland nehmen viele ihre Arbeit sehr ernst. Man will zuverlässig sein und seine Aufgaben ordentlich machen. Genau. Und manchmal hat man einfach das Gefühl, man darf keine Pause machen, weil die Arbeit sonst liegen bleibt. Ich hatte Kollegen, die sogar während der Mittagspause E-Mails beantwortet haben. Das fand ich total verrückt. Oh ja, das sehe ich auch oft. Viele glauben, sie sind produktiver, wenn sie durcharbeiten. Aber ehrlich gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich keine Pause mache, merke ich am Nachmittag, dass ich viel unkonzentrierter bin und kleine Fehler mache. Absolut. Ich habe irgendwann angefangen, bewusster mit meiner Zeit umzugehen. Ich schreibe mir morgens eine Liste mit den wichtigsten Aufgaben. Wenn ich merke, dass ich abends müde bin, lasse ich den Rest einfach liegen. Früher hätte ich das nie gemacht, aber heute denke ich, Arbeit läuft nicht weg. Das ist eine gute Einstellung. Ich glaube, viele müssen erst lernen, dass sie nicht alles sofort schaffen müssen. Manchmal ist weniger wirklich mehr. Ich versuche inzwischen, meine Arbeitszeit einzuhalten. Wenn ich merke, dass ich überziehe, mache ich am nächsten Tag einfach etwas langsamer. Das finde ich richtig vernünftig. Und man merkt ja auch, dass Firmen immer mehr auf das Thema Work-Life-Balance achten. Früher war das egal, Hauptsache man arbeitet viel. Heute reden alle darüber, dass man genug Freizeit braucht, um gesund zu bleiben. Genau. Es gibt sogar Firmen, die sagen, keine E-Mails nach Feierabend. Ich finde das super. Es ist so wichtig, den Kopf wirklich auszuschalten, wenn man zu Hause ist. Sonst denkt man den ganzen Abend noch an die Arbeit. Das stimmt. Ich habe das bei mir auch gemerkt. Wenn ich ständig erreichbar bin, komme ich gar nicht richtig runter. Man ist körperlich zu Hause, aber im Kopf immer noch im Büro. Das ist kein gutes Gefühl. Ja, und dann wundert man sich, warum man gestresst ist. Ich denke, viele unterschätzen, wie stark Stress den Körper beeinflusst. Wenn man zu lange unter Druck steht, wird man schneller krank oder hat Schlafprobleme. Ganz genau. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich fast jeden Abend noch am Laptop gesessen. Irgendwann konnte ich gar nicht mehr abschalten. Dann habe ich gemerkt, ich muss etwas ändern. Ich habe angefangen, nach der Arbeit spazieren zu gehen oder Sport zu machen. Das hilft mir total runterzukommen. Das mache ich auch. Bewegung ist für mich der beste Weg, um Stress loszuwerden. Manchmal gehe ich einfach 10 Minuten an die frische Luft, auch wenn es nur kurz ist. Danach fühle ich mich gleich viel klarer im Kopf. Ja, und ich glaube, das ist der Schlüssel. Man muss selbst auf sich achten. Kein Chef und keine Firma wird das für einen tun. Jeder ist selbst dafür verantwortlich, seine Grenzen zu kennen. Da hast du vollkommen recht. Und wenn man merkt, dass es zu viel wird, sollte man das offen ansprechen. Ich finde, es ist keine Schwäche, wenn man sagt, ich brauche mal eine Pause oder ich schaffe das heute nicht mehr. Es zeigt, dass man Verantwortung übernimmt. Richtig. Ich glaube, in Zukunft wird das Thema Pausen und Erholung noch wichtiger. Die Menschen verstehen langsam, dass sie nicht nur funktionieren müssen, sondern auch leben dürfen. Genau das ist es. Arbeit ist wichtig, aber sie sollte nicht das ganze Leben bestimmen. Wenn man seine Zeit gut einteilt und sich Pausen gönnt, hat man mehr Energie und ist auch zufriedener. Ja,
Und am Ende zählt ja nicht, wie viele Stunden man gearbeitet hat, sondern wie man sich dabei fühlt. Zufriedenheit ist viel mehr wert als ein paar Überstunden. Absolut. Und wenn man lernt, den Tag richtig zu strukturieren, bleibt am Abend auch wirklich Zeit für sich selbst. Und das ist doch das Schönste. Weißt du, Lukas, ich glaube, viele Menschen unterschätzen, wie wichtig Pausen wirklich sind. Manche denken, sie verschwenden Zeit, wenn sie kurz aufhören zu arbeiten. Aber in Wirklichkeit sind Pausen genau das, was man braucht, um wieder Energie zu bekommen. Ja, das sehe ich genauso. Früher habe ich oft meine Mittagspause einfach durchgearbeitet. Ich habe schnell etwas gegessen und dann weitergemacht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich am Nachmittag total müde war. Seit ich mir Zeit für eine richtige Pause nehme, bin ich viel konzentrierter. Das kenne ich. Ich gehe mittags oft kurz raus, einfach 10 Minuten spazieren. Frische Luft tut richtig gut. Manchmal nehme ich mir auch einen Kaffee to go und setze mich kurz auf eine Bank. Danach fühlt sich der Kopf gleich viel leichter an. Genau das ist es. Es geht gar nicht darum, lange Pausen zu machen. Schon ein kurzer Moment kann helfen. Ich finde, Pausen sind wie ein kleiner Reset für den Kopf. Und man merkt den Unterschied sofort. Ja, und ich finde, es ist auch schön, wenn man mit Kollegen in der Pause ein bisschen redet. Es muss ja nicht immer nur um Arbeit gehen. Ein bisschen Smalltalk, ein paar Witze, das macht den Tag gleich angenehmer. Absolut. Ich finde, solche Gespräche schaffen eine gute Atmosphäre im Team. Wenn man immer nur arbeitet und nie miteinander lacht, wird alles so ernst. Ein gutes Arbeitsklima ist fast genauso wichtig wie das Gehalt. Da hast du recht. Ich habe mal in einer Firma gearbeitet, wo alle immer still waren. Keiner hat miteinander gesprochen, jeder saß nur vor seinem Bildschirm. Das war so anstrengend, obwohl die Arbeit eigentlich nicht schwer war. Ja, das klingt nach Stress pur. Ich glaube, man braucht einfach kleine Pausen, um wieder Motivation zu bekommen. Manche Leute lesen kurz Nachrichten, andere hören Musik oder schauen einfach aus dem Fenster. Jeder hat da seine eigene Routine. Ich höre oft Musik in der Pause, am liebsten etwas Ruhiges, oder ich rufe meine Freundin kurz an. Das lenkt mich ab und ich denke für ein paar Minuten an etwas anderes. Danach kann ich wieder mit neuer Energie starten. Ich mache manchmal kleine Atemübungen oder strecke mich einfach ein bisschen. Das hilft wirklich, besonders wenn man den ganzen Tag sitzt. Und manchmal gehe ich auch einfach 5 Minuten früher zum Kaffeeautomaten, nur um kurz rauszukommen. Das ist klug. Ich glaube, das Geheimnis ist, dass man Pausen nicht als Luxus sehen sollte, sondern als Teil der Arbeit. Wenn man sich regelmäßig kurze Pausen gönnt, arbeitet man am Ende sogar schneller und besser. Genau. Ich finde, viele Firmen sollten das mehr unterstützen. Es wäre gut, wenn Pausenräume gemütlicher wären oder man zwischendurch einfach mal durchatmen könnte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, das stimmt. In manchen Ländern ist das ganz normal. Zum Beispiel in Schweden gibt es das Fika. Das ist eine kleine Kaffeepause mit Kollegen. Dort gehört es einfach zur Kultur, kurz innezuhalten und gemeinsam zu entspannen. Ich finde das eine tolle Idee. Das klingt wirklich schön. Ich glaube, wenn man solche kleinen Rituale hat, fühlt sich der Arbeitstag gleich viel angenehmer an. Am Ende geht es doch darum, sich wohlzufühlen, nicht nur nach Feierabend, sondern auch während der Arbeit. Ganz genau. Und wenn man tagsüber auf sich achtet, hat man abends auch mehr Energie für andere Dinge. Man kommt nach Hause und ist nicht völlig erschöpft, sondern hat noch Lust, etwas zu unternehmen oder einfach in Ruhe den Tag zu genießen. Ja, das ist das Beste. Ich glaube, jeder sollte lernen, auf seinen Körper zu hören. Wenn man merkt, dass man müde oder gestresst ist, ist das ein Zeichen, kurz anzuhalten.
Nur so bleibt man langfristig gesund und zufrieden. Richtig. Pausen sind nicht nur zum Ausruhen da, sondern auch zum Durchatmen, Nachdenken und manchmal einfach, um dankbar zu sein, dass man gerade einen Moment Ruhe hat. Das hast du schön gesagt. Ich finde, wer sich selbst diese kleinen Momente gönnt, lebt viel bewusster. Und genau das macht den Unterschied zwischen einem stressigen und einem guten Arbeitstag. Weißt du, Anna, ich finde, der Feierabend ist fast genauso wichtig wie die Arbeit selbst. Wenn ich nach Hause komme, möchte ich wirklich abschalten. Kein Laptop, keine E-Mails, kein Telefon, einfach nur Ruhe. Ja, das geht mir genauso. Früher habe ich oft direkt nach der Arbeit noch schnell etwas im Haushalt gemacht oder Mails gecheckt, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht richtig entspannen kann. Jetzt nehme ich mir bewusst Zeit nur für mich. Das ist eine gute Idee. Ich habe mir angewöhnt, nach der Arbeit erstmal rauszugehen. Ein Spaziergang hilft mir total, den Kopf frei zu bekommen. Wenn ich dann nach Hause komme, fühle ich mich wie ein anderer Mensch. Ich mache oft dasselbe oder ich gehe kurz ins Fitnessstudio. Danach fühle ich mich viel besser. Ich finde, Bewegung nach einem langen Arbeitstag ist wie ein Neustart für den Körper. Absolut. Manche Kollegen sagen immer, sie sind zu müde, um noch etwas zu machen. Aber ich glaube, gerade dann hilft es, aktiv zu bleiben. Danach schläft man auch besser. Das stimmt. Ich habe gemerkt, dass ich mich am Abend entspannter fühle, wenn ich mir kleine Dinge vornehme, die mir Freude machen. Zum Beispiel kochen, Musik hören oder einfach ein gutes Buch lesen. Man muss nicht immer viel unternehmen. Manchmal reicht es einfach, Zeit für sich zu haben. Ja, das ist das Wichtigste. Ich finde, viele Menschen vergessen, wie schön einfache Dinge sein können. Ein Abendessen mit Freunden, ein Spaziergang am See, ein Film auf dem Sofa, das alles gibt einem Energie zurück. Genau. Und ich finde, man sollte auch lernen, sich nicht schlecht zu fühlen, wenn man einfach mal nichts tut. In Deutschland reden viele über Produktivität, aber manchmal ist Nichtstun genau das, was man braucht. Da hast du völlig recht. Ich hatte früher immer das Gefühl, ich muss meine Freizeit sinnvoll nutzen. Heute denke ich, sinnvoll ist das, was mir gut tut. Wenn ich einfach mal faul auf dem Sofa liege, ist das völlig in Ordnung. Ich finde es auch wichtig, klare Grenzen zu setzen. Wenn man ständig erreichbar ist, kann man nie richtig abschalten. Deshalb schalte ich abends mein Diensthandy einfach aus. Die Welt geht davon nicht unter. Das ist eine gute Einstellung. Ich mache das auch. Früher habe ich gedacht, ich muss immer sofort auf alles reagieren. Aber das führt nur zu Stress. Jetzt antworte ich am nächsten Tag und es funktioniert wunderbar. Manchmal muss man sich einfach erlauben, langsamer zu sein. Ich glaube, das ist das Geheimnis einer guten Work-Life-Balance. Wenn man immer nur rennt, verpasst man das Leben. Das stimmt. Ich glaube, Work-Life-Balance bedeutet, bewusst zu leben. Arbeit gehört dazu, aber sie darf nicht alles sein. Wenn man abends glücklich ist und morgens gern aufsteht, dann hat man das richtige Gleichgewicht gefunden. Schön gesagt. Ich finde, man merkt sofort, wenn jemand zufrieden mit seinem Leben ist. Diese Ruhe, dieses Lächeln, das hat nichts mit Geld zu tun, sondern damit, wie man seine Zeit verbringt. Ganz genau. Ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, dass man sich selbst treu bleibt. Wenn man weiß, was einem wichtig ist, kann man auch besser entscheiden, wann genug Arbeit war und wann Freizeit beginnt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Abschalten: Nach der Arbeit brauche ich eine Stunde, um richtig abzuschalten. Am Wochenende kann ich endlich abschalten und einfach nichts tun.
Die Produktivität: Wenn ich genug schlafe, steigt meine Produktivität deutlich. Zu viel Stress verringert oft die Produktivität im Büro. Die Work-Life-Balance. Eine gute Work-Life-Balance ist für viele Menschen sehr wichtig. Ohne Work-Life-Balance fühlt man sich schnell überfordert. Zufrieden: Ich bin heute richtig zufrieden mit meiner Arbeit. Wenn man genug Zeit für sich hat, ist man oft zufriedener. Das Gleichgewicht. Es ist nicht leicht, das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Yoga hilft mir, mein inneres Gleichgewicht zu behalten.